Hallo liebe Freunde da draußen, mein Name ist Michi und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herbs and Terps. Ja, und damit natürlich wieder herzlich willkommen in unserem heiligen Grow-Keller. Wir haben hier hinter uns wieder unsere 3 Zelte stehen. Wir haben 2 70x70 x 1,60er Zelte, das sind diese Stoffzelte hinten, eins von Spider Farmer und eins hier von Mars Hydro. Und hier das kleine, das 45x45 x 1,20er Zelt von Vivosun. Und ja, für gewöhnlich seid ihr es ja eigentlich eher nur gewohnt, dass hier irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und immer alles voll mit Sonnenschein. Aber tatsächlich habe ich heute Good News und ich habe Bad News. Und wie es eben, ja, einfach gute Tradition ist, fängt man doch meistens mit den negativen Sachen an, oder? Vor, vor 4 Wochen. Vor 4 Wochen habe ich ein Update-Video gemacht zu den beiden Sorten hier in unseren großen Zelten. Das ist hier einmal die White Widow und einmal die Trainwreck von Royal Queen Seeds. Dass ich das Substrat überwässert habe und dass die Pflanzen nicht mehr gewachsen sind und sehr, sehr starke Mangelerscheinungen gezeigt haben. Vielleicht, wer es von euch nicht gesehen hat, guckt sich vielleicht das letzte Video dazu nochmal an. Und ich habe gesagt, dass ich konsequent das Gießen ab dem Moment einstelle, was ich auch gemacht habe. Und hoffe, dass die Pflanzen sich wieder davon erholen. Wir werden es gleich sehen, dass das nicht so gut geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Also die Pflanzen sind jetzt in den 4 Wochen kaum gewachsen, zeigen auch nicht wirklich die Energie und die Power, die ich eigentlich ganz gerne aus diesen Pflanzen raushaben möchte. Und ich bin mir jetzt ganz uneins, was ich damit machen soll. Also ein Teil in mir sagt, komm, schmeiß es weg, start nochmal komplett neu. Der andere Teil in mir, der wissen möchte, was passiert, der sagt, stell einfach um auf 12,12 und wir gucken, was aus den kleinen Stämmchen vielleicht noch rauszuholen ist. Ich habe es auch jetzt schon umgestellt, aber ich bin wirklich mal auf euren Input dazu gespannt, weil ich finde, die machen keinen guten Eindruck und wahrscheinlich wird das Ergebnis auch eher mau ausfallen. Aber vielleicht machen wir hier auf diesem Kanal gemeinsam das Experiment, damit ihr es da draußen vielleicht nicht nachmachen müsst. Und ihr wisst ja, ich verplapper mich sonst wieder hier dumm und dämlich. Deswegen würde ich sagen, schnapp ich mir euch. Wir gehen direkt zu den Zelten und ich zeige euch mal die Pflanzen. Und dann erkläre ich euch, was da passiert ist bzw. nicht passiert ist. Und dann würde mich natürlich eure Meinung dazu interessieren. Also, kommt mit, ab zu den Pflanzen. Vielleicht noch kurz ab und bevor ich es vergesse. Wir haben ja auch dieses Experiment hier noch am Laufen mit dieser wunderschönen Fermentbox hier von Bonsanto im Vergleich zu den Blüten, die ich in den Dry Firm Bags getrocknet habe. Mittlerweile liegen sie hier mit einem Boveda 62er% Pack hier. Die sind schon soweit fertig. 6 Wochen lang habe ich die Blüten jetzt auch hier in der Fermentbox bald drin. Also nach nächstem Wochenende, der Mary Jane, werden wir die Blüten hier rausholen, werden sie noch ein bisschen zum Nachcuren in Glas geben. Und dann steht auch schon der direkte Vergleich an, welche Methode mich mehr überzeugt hat. Die Methode hier in der Fermentbox oder eben die Methode hier mit den Dry Firm Bags, Leute. Bleibt einfach dran, das Update folgt demnächst. Und wie es sich üblicherweise bei mir so verhält, wir beginnen mit links mit dem Spider Farmer Zelt hier. Wie gesagt, Stellfläche 70x70 x 1,60. Dieses Zelt hier zusammen betrieben mit dem Umluftlüfter, zusammen mit Aktivkohle natürlich hier auch im Spider Farmer Z. Das Ganze wird hier kontrolliert über den GGS-Controller, aktuell nach Luftfeuchtigkeit geregelt. Und was haben wir für eine Luftfeuchtigkeit hier drin? Wir haben hier 26,4 mit ungefähr 52%. Gut, ich habe das Zelt auch gerade noch ein bisschen länger schon offen. Wir haben hier den dreiflügeligen Ventilator, der hier in einer ganz, ganz sachten Einstellung seine Kreise zieht. Beleuchtet wird hier mit der wunderbaren SE 1500 Lampe von Spider Farmer. Und jetzt kommen wir natürlich hier zu dem traurigen Ergebnis einer White Widow, die hier wirklich schon sehr, 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 sehr lange drin steht und dafür wirklich kein gutes Ergebnis zeigt. Wo ich wirklich aber sagen muss, das hat hier mit der ganzen Technik und allem nichts zu tun, hat höchstwahrscheinlich auch nichts mit der Erde zu tun, die hier drin ist. In diesem 50-Liter-Topf von Root Riot ist ja eine alte Erde drin von Sonnenerde, die ich mit Couple of Plants Grow Shot aufgedüngt habe.
Hier wuchs ja vorher die Rokukuku OG drin. Die haben wir einfach abgeschnitten und zusammen mit dem Wurzelwerk hier drin gelassen. Die Idee war, so eine Art Living Soil Beet hier zu halten. Ja, was ich aber nicht beachtet habe, eigentlich hätte es ja hier dieser bodenfeuchte Sensor von Ecovit, der hat es auch gezeigt. Und ich hätte vielleicht am Anfang auch häufiger hier diesen bodenfeuchte Sensor zusätzlich von Vendowerk mitverwenden können. Der hätte es mir nämlich auch deutlich angezeigt, dass mir die ganze Suppe hier am Absaufen ist. Also habe ich weiter schön gegossen, immer mal Komposttee drauf gegossen. Und die Erde ist mir einfach Stück für Stück von unten her zu nass geworden. Das alte Wurzelwerk da drin ist wahrscheinlich vergammelt. Also haben wir eine Art Fäule im Boden drin gehabt, einen anaeroben Bereich. Also da ist kein Sauerstoff mehr an die Wurzeln gekommen. Und das ist jetzt das Ergebnis. Ne? Also wir haben hier einen ziemlichen Kümmerwuchs. Die White Widow, die sieht wirklich überhaupt nicht schön aus. Also egal, wo ich hingucke. Die ist vielleicht seit dem letzten Video um hier 4-5 Zentimeter gewachsen. Und das innerhalb von 4 Wochen. Ja, die ganze Arbeit für nix eigentlich. Also wir haben ja unsere 16 Triebe hier nach dem Mainlining-Prinzip gemacht und damit die Pflanze schon ordentlich gestresst. Hinzugekommen ist halt dieser Stress, dass die Wurzeln wahrscheinlich alle weggegammelt sind. Ja, gut, was soll ich damit machen, Jungs? Also, wie gesagt, eine Seite würde sagen, ich schmeiße es komplett weg. Die andere experimentierfreudige Seite in mir hat jetzt die Lampe einfach mal auf 12-12 umgestellt. Und ich würde einfach mal ganz gerne sehen, was diese Pflanze jetzt in diesem Status hier macht, wenn sie jetzt noch in den Blütestress kommt. Entweder wird sie uns tot zwittern oder aber, wir werden es sehen, vielleicht kommt ja doch die ein oder andere Blüte bei rum. Wenn das in 2-3 Wochen aber wirklich nach nichts aussieht, dann werde ich sagen, ja, müssen wir uns von dieser Pflanze trennen. Und dann ist es eben Zeit für was Neues. Und ich habe mir auch schon was überlegt, denn ich habe ja hier noch seit ungefähr einem Jahr dieses Starter-Set von Greenhouse Feeding, also die Biodünger-Variante hier rumliegen. Da nimmt man quasi eine Light Mix Soil und düngt das etwas auf mit dem BioGrow. Das soll dann für 8 Wochen vegetative Phase reichen. Anschließend macht man so ein Top-Feeding mit dem BioBloom und gibt hier alle 2 Wochen, gießt man etwas mit dem Bioenhancer Pulver nach. Und das ist jetzt, wie gesagt, ein Jahr lang steht das hier rum, habe ich mir damals bei Vince Wied mit meinen T-Shirts mitbestellt. Naja, und dann kam die Living Soil Episode mit Couple of Plants, in der ich ja jetzt auch mittlerweile 4 gute Grows drin hatte. Wir hatten einmal die OG Kush, wir hatten da auch die Purple Oreos F1 drin, wir hatten die Rokukuku OG, die ja wirklich fantastisch war, das Ergebnis war auch wirklich gut. Ja, und wir hatten etwas vermurkste Gorilla Glue Number 4, wobei ich da nicht sagen würde, dass es an der Erde lag, sondern vielleicht einfach an dem Stress, den ich der Pflanze zugemutet habe. Aber ich hätte voll Bock drauf. Was meint ihr? Also habt ihr vielleicht schon Erfahrung mit dem Bio-Feeding, also Greenhouse Feeding Biodünger? Lasst unten in die Kommentare wissen. Wir gucken uns jetzt gerade eben noch die Trainwreck an, die in dem anderen Zelt ist, und dann gehen wir zum Vivosun-Zelt weiter. Ja, und hier, wer hätte es gedacht, sieht das Ergebnis leider Gottes auch wirklich kein bisschen anders aus. Hier haben wir die Trainwreck von Royal Green Seeds auch nach dem Mainlining-Prinzip hier erzogen bzw. gequält. Und ebenso mit der Living Soil, die hier drin ist von Couple of Plants, die aufgearbeitet wurde, aber eben auch von mir zu stark gewässert wurde. Wahrscheinlich hier drin auch die gleichen Fäulnisprozesse wie bei der anderen Pflanze. Ja, und welche Pflanze möchte hier gerne drin wurzeln in diesem überwässerten Substrat? Ich werde auch dieser Pflanze jetzt hier mit 12 Belichtungszeit eben nochmal 2-3 Wochen geben. Wir gucken uns das dann mal an nach der Zeit, wie diese Pflanze darauf reagiert hat. Und dann werde ich entscheiden, ob wir das hier komplett umholzen und ob wir dann unseren Start mit dem Greenhouse Feeding Dünger letztendlich mal beginnen. Unseren Start beginnen, meine Güte. Ja, also ob wir dann eben damit anfangen und dieses Thema einfach mal eben wechseln. Ich muss aber auf jeden Fall sagen, nochmal, also Couple of Plants, die Erde in den Grows, die ich vorher hatte, wirklich fantastisch abgeliefert. Und ich würde nicht sagen, dass es hier irgendwie auch nur was mit der Erde zu tun hat, sondern dass es einfach ein Betriebsfehler meinerseits gewesen ist. Gut, liebe Freunde, und ich habe ja gesagt, das waren jetzt die Bad News, ja, mit diesen beiden Pflanzen. Wir haben ja noch Good News und die möchte ich gerne mit euch zusammen jetzt in der V-Grow von Vivosun mir einmal angucken. Also kommt mit.
Und hier steht sie also aktuell. Mein ganzer Stolz und aktuell auch wirklich der Grund, warum ich wirklich gerade gerne noch runter in den Keller gehe, abseits von diesen beiden negativen Ergebnissen hier in den größeren Zelten. Das ist einmal die V-Grow von Vivosun. Das Gerät macht mir gerade sehr, 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 sehr viel Freude. Und für alle da draußen, die sagen, ja, V-Grow überteuert, kann ich absolut nachvollziehen. Auch ich habe das Video von Die Tomate gesehen und ich kann sagen, ja, für den Preis kann man auf jeden Fall sagen, ist die Leistung vielleicht nicht ganz gerechtfertigt. Hier unten bei mir im Keller funktioniert sie hervorragend und auch der Abluftlüfter hat eine super Leistung hier unten. Mit dem großen Unterschied aber auch, dass ich eben hier unten im Keller mit einem Heizkörper, mit einem Luftentfeuchter eben die Bedingungen so einstellen kann, dass die V-Grow hier gut arbeiten kann, ohne die ganze Zeit durchzubrummen. Hätte ich das schöne Teil aber, weil dafür ist sie ja auch eigentlich geeignet, im Wohnzimmer oder in einem Schlafzimmer stehen und die würde die ganze Zeit durchlärmen, weil sie einfach mit dem Lüfter nicht hinterherkommt, dann wäre mir das definitiv preislich auch einfach das nicht wert gewesen. Ja? Wenn Vivosun hier nachbessert, ja, also was die Lüftung angeht, das Ganze leiser hinbekommt, vielleicht noch ja, eine stärkere Lampe mit reinbaut in das ganze System, dann haben die aber so ein Premium-Produkt rausgebracht, Leute. Also da zieht euch mal warm an, vielleicht kommt ja noch eine Version 2.0. Wenn sie die Vorschläge von Die Tomate umsetzen, guckt euch das Video von ihm mal an. Also dann gibt es eigentlich wirklich nicht groß was zu sagen. Nichtsdestotrotz, das Teil steht ja bei mir unten im Keller. Ich kann sehr gut damit arbeiten und sie macht mir gerade richtig, richtig viel Freude. Nicht zuletzt gerade, weil man halt eben hier auch einfach mal das Teil aufmachen kann, eben mal reingucken kann. Hier dieser Kunststoff mit drin ist. Es sieht einfach wunderschön aufgeräumt da drin aus. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wollt ja sehen, was hier drin ist. Und hier befindet sich gerade aktuell mein ganzer Stolz. Und zwar haben wir es hier mit einer Greenhouse Seeds Sorte zu tun. Und zwar der Super Lemon Haze X Pink Runs. Nein, nicht Pink Runs, Pink Candy. Also Super Lemon Haze X Pink Candy. Diese Pflanze ist jetzt etwa 3 Wochen am Licht. Ist jetzt gerade so meine Handfläche hoch. Ja? Und die wächst hier wirklich am Affenzahn. Ne? Wir haben hier ein anderes System diesmal. Ich habe es vor 3 Wochen schon einmal vorgestellt. Und zwar ist das Hydro-System von Bonsanto. Das ist nichts anderes als ein Tank unten, der 3 Liter fasst. Diese 3 Liter sind eben Leitungswasser mit Nährlösungen angesetzt. Wir haben auch hier so einen Wasserstandsanzeiger, wo man genau sehen kann, ja, wie viel Liter sind noch drin. Und das Wasser wird hier über so eine ganz kleine Pumpe nach oben transportiert, wird dann über so einen Auslass hier über das Substrat gegeben und versorgt dann die Pflanze hier mit dem nötigen Wasser bzw. eben der Nährlösung. Und wie gesagt, wir sind jetzt gerade in Woche 4, also vor 4 Wochen habe ich es ausgesät. Jetzt ist sie 3 Wochen oben an Licht. Und aktuell versorge ich die Pflanze hier. Da gibt es ja bei diesem Hydro-System gibt es eben diese Lösung. X-Dünger, Y-Dünger und ein pH-Stabilisator im Leitungswasser. Und da gebe ich jetzt aktuell jeweils 1 Milliliter dazu. Und das reicht auch erstmal. Also die Pflanze hat ein sehr schönes Grün. Ne? Also da mal abgesehen von dieser leichten Panaschierung, die hier vorne zu sehen ist, macht die Pflanze wirklich einen super, super saftigen und stabilen Eindruck. Leute, guckt euch mal dieses Sonnensegel hier an. Das ist so groß wie meine Hand. Ja? Also das hat wirklich mal den Begriff Sonnensegel verdient. Ich weiß nicht, wie groß diese hier noch werden möchten, aber das ist einfach unglaublicher Wahnsinn. Ja? Da fahre ich jetzt auf Sicht. Also da werde ich jetzt gucken, wie weit die Pflanze wächst und wann ich von den Düngern vielleicht von 1 auf 2 Milliliter umsteigen werde. Das wäre dann auch das Maximum. Und ihr könnt es hier hinten sehen an dieser wunderbaren Skala hier in der V-Grow. Da steht, ab dieser Höhe werde ich sie auch in die Blüte schicken. Und ich werde diese Pflanze nicht toppen. Ich werde hier nichts wegschneiden, ich werde nicht rumschnibbeln. Ich werde die Pflanze einfach mal wachsen lassen und einfach mal aus ihrer vollen Kraft heraus in die Blüte schicken. Ja, Jungs, und dann werden wir mal sehen, was dieses Hydro-System hier von Bonsanto da liefern kann. Ein paar von euch haben geschrieben, pass auf mit dem Wasserbad. Ja, wenn das Wasserbad zu viel steht, dann kann es sein, dass da unten Fäulnisbakterien natürlich entstehen, die den Wurzeln zu schaffen machen.
Ich habe den Hersteller gefragt, ob er das denn empfiehlt, hier Wasserstoffperoxid dazuzugeben. Er sagte eher nein, also wirklich im Zweifel eher die Pumpe hier durchlaufen lassen. Aktuell läuft sie 2 Stunden, ist für 1 Stunde aus, immer im Wechsel. Aber ich will nicht das Risiko eingehen, dass da irgendwas passiert. Also ich mache jede Woche das Wasserbad unten frisch. Ne? Ich nehme mir die Pflanze raus, gucke mir die Wurzeln an, leere das Wasserbad aus, mache es sauber, fülle es mit einer frischen Lösung auf und im Zweifel würde ich halt dann etwas Wasserstoffperoxid mit dazugeben. Ja, was habe ich noch hier? Hier habe ich den Norddampf Relikt Vaporizer. Warum? Einfach, weil es ein geiles Gerät ist. Und zum Thema Dosieren habe ich mir hier auf Amazon einfach so kleine Messzylinder hier gekauft. Ja? Das ist jetzt ein 5 Milliliter Messzylinder. Den habe ich in einem Set gekauft, zusammen noch mit einem 50 Milliliter und 100 Milliliter Messzylinder. Ich denke, die kann man einfach wunderbar hier für unser Hobby sehr, sehr gut gebrauchen. Die Links für diese Produkte habe ich euch natürlich unten eben mal beigefügt. Und ja, ihr merkt schon, ich habe viel zu erzählen. Als allerletzten Punkt möchte ich noch hier kurz auf diesen Becher hier hinten dran eingehen und den Switchbot, den ich hier hinten aufgestellt habe. Das ist ja der Switchbot, der kann ja auch den CO2-Wert in ppm angeben. Gerade weil ich hier so viel jetzt gerade in diese Box reinrede und mit der Pflanze rede, da sieht man nämlich auch, dass das Reden mit den Pflanzen wirklich Sinn ergibt, ist allein der ppm-Wert hier auf 800 angestiegen. Also normalerweise ist der CO2-ppm-Wert in der Atmosphäre bei etwa 400. Ja, und mein Experiment hier ist einfach. Ich habe hier eine leichte Gärlösung angesetzt. Ich habe hier 1 Liter Wasser mit 150 Gramm Zucker vermengt und einfach eine Packung Trockenhefe dazu gegeben. Ja, und ich blende jetzt mal ein Bild hier ein. Das hat es tatsächlich geschafft, hier drin in dieser V-Grow, die ja fast hermetisch dicht ist, den CO2-Wert auf bis zu 590 ppm anheben zu lassen. Das hielt dann etwa für 3 Tage an und ist dann wieder abgeflacht. Und jetzt ist das sozusagen durch. Das müsste ich jetzt neu ansetzen. Aber ich habe jetzt gerade richtig Bock, auch ein bisschen mit CO2 rum zu experimentieren. Da werde ich jetzt einfach mal mit dieser Lösung, mit dem Spaß hier weitermachen. Ich habe mir aber auch so für Aquaristik, gibt es auch so Bio-CO2-Anlagen, da habe ich mir auch was bestellt. Und natürlich, selbstverständlich, gibt es von Bonsanto auch eine Art CO2-Generator, zu dem ich dann zu gegebenen Zeit aber nochmal ein extra Video mache und das Ganze vorstellen möchte. Also Leute, ihr seht also, es ist und bleibt spannend hier bei uns im Grow Keller. Mit all den ganzen negativen Sachen, aber auch eben den positiven Sachen, möchte ich euch jetzt ins Wochenende verabschieden. In genau einer Woche, samstags, bin ich in Berlin auf der Mary Jane und es würde mir eine riesengroße Freude machen, wenn ich dort vielleicht den einen oder anderen von euch sehen würde, wir eben mal kurz einen Plausch halten könnten, uns austauschen könnten, wenn ihr mir auch direktes Feedback geben könntet. Samstags werde ich da rumlaufen, vermutlich in einer ähnlichen Verkleidung hier, also mit der Kappe definitiv. Ob ich die Sonnenbrille auch auf habe, das weiß ich noch nicht genauso, das kommt ein bisschen aufs Wetter drauf an. Aber würde mich sehr freuen, wenn ihr mich seht, wenn ihr meine Videos kennt, wenn ihr mich einfach drauf ansprecht, würde mir eine riesengroße Freude machen. Also liebe Leute, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, bleibt lieb und nett zueinander, ihr wisst doch Bescheid. Euer Michi, ciao.